Perfekt. Hello Tankers, my name is Michael and welcome to the first roadmap highlights of 2024. Today's video will cover a lot of content that we are planning to release over the next 12 months. We will add more next generation maps to the game. We are also planning to improve all... Das finde ich aber geil. Das muss ich sagen, finde ich geil, weil die Random Events, die waren eigentlich ganz cool. Es sind zwar eh nur zwei... Hello Tankers, Schnauze. Sind zwar eh nur zwei, aber die beiden sind dafür ganz nice. Wobei Prokhorovka hat eigentlich nicht wirklich Einfluss aufs Gefecht genommen. Oder drei sind es eigentlich. Himmelsdorf, Prokhorovka und welches die dritte? Ja, keine Ahnung. My name is Michael and welcome to the first roadmap My name highlights is of Michael. 2024. Today's video will cover a lot of content that we are planning to release over the next 12 months. We will add more next generation maps to the game. We are also planning to improve all our game modes. We are working on a lot of new tanks that will see daylight within this year. We are also planning to rebalance a lot of our vehicles multiple times this year. At the same time, we know how important the crew is to you. We already reviewed some of our work last year. This year we are keeping improving the system. Wann kommt eigentlich der Crew Rework, den sie angekündigt haben, dass man eine Crew für mehrere Tanks benutzen kann? Auf den warte ich actually schon wirklich lange. Das ist wirklich eine gute Crew-Änderung. Also das ist wirklich eine gute Änderung. Aber irgendwie kommt die Änderung. Also irgendwie kommt es nicht. Weiß nicht, was das Problem ist von Wargaming, aber es kommt nicht. Ach komm, Bruder, was ist denn jetzt? And release more content to this in this episode and some upcoming. The new achievement feature is on its way and Alex will share some more details later in the video. We are also having a new strategy for our Battle Pass in 2024. Something really interesting is coming our way in March. Please stay until the end of the video. I will give you some more context here. Now Alex will take it from here and enjoy the show. Geil. Hello, I'm glad we're together again. 2023 saw the introduction of the first random events, such as Zeppelin and Train on Himmelsdorf. They made the game Also war doch nur zwei. even more spectacular and added depth to the gameplay. And judging by your comments, you enjoyed them. That's why the list of random events will be significantly expanded this year. We plan to add new scenarios for 6 maps. Sechs Karten. Karelia, Pilsen, Redshire, Siegfried Line, and Malinovka. For example, on Siegfried Line, planes will bomb the town. This will affect the overall state of cover on Ja. Wie können wir mehr Halt-on-Positionen ins Spiel reinbringen? Richtig, mit Random Events. Wargaming, warum? Warum mehr Halt-on-Positionen? Wir haben so viel starke Halt-on-Tanks, wir brauchen nicht mehr Halt-on-Positionen. Malinovka, a plane crashes into the hill, hitting the windmill and creating new defensive and offensive opportunities. Wir haben wieder eine neue Halt-on-Position. Events will have an impact on battle conditions. Stell dir mal vor, da stehen jetzt 3 Super Conqueror. Der wird übrigens auch gerebalanced. Das habe ich heute schon gesehen das habe ich kurz gesehen in dem Video. Aber stell dir mal da 3 Super Conqueror vor. Hull down, farmen alles vor sich weg. Es ist einfach retarded. Ich verstehe es nicht. And create new tactical opportunities, even on maps you've learned like the back of your hand. Recon Missions continue the idea of random events, making the game environment more interactive. We don't just want to test maps, but also the way players interact with them. The interactive environment in Recon Mission launches will allow players to interact with various elements of the map. Das habe ich auch schon gesehen, den Clip. You'll be able to. Das ist auch das jetzt, wo er gleich diesen Benzinlaster sozusagen in die Luft jagt, oder? Ist das? Game objects more and adapt the environment to your liking. In 2024, Ich hab's nicht gesehen, was war das?
various elements Mal of the map zurückspulen. more actively. You'll be able to affect game objects more and adapt the environment to your liking. Genau, er schießt es auf den Benzinlaster, der geht in die Luft und dadurch ergibt sich ein neuer Weg. Aber ich frage mich ehrlich gesagt, warum nicht einfach generell auf Minen? Minen ist so eine dämliche Schlauchkarte. Ich hasse Minen. Minen ist eine meiner Hasskarten. Warum nicht einfach diesen Weg, den sie hier zeigen, einfach dauerhaft reinbringen? Verstehe ich nicht. Ui, das Wichtigste. 2024, you can expect continuous development to your beloved arcade cabinet. There'll be familiar night battles with. Ich muss ja sagen, ich bin ein Arcade-Kabinett-Enjoyer. Also ich mag das Arcade-Kabinett, ich farme da immer Millionen an Credits. Also es ist ungesund, wie viel Credits ich habe im letzten Winter Arcade-Kabinett, nicht das mit den Schneebällen, das andere, wo man so dahin gerutscht ist. Ich glaube, ich habe in dem Modus 70 Millionen Credits gefarmt. Ohne Scheiß. Also ich mag den Modus gern. Finde ich auch geil, dass er wieder zurückkommt, aber ob das jetzt ein Highlight ist, naja, weiß ich jetzt nicht. Modified view range and concealment parameters. You can count on experiencing an overwhelming display of fire, featuring the excitement and chaos of multi-barrel and salvo-firing tanks in aptly named Overwhelming Fire. Additionally, you can look forward to more lighthearted festive fun in the winter arcade at the end of the year. Of course, there will be new things you haven't seen before. We're currently researching different approaches to map design to make some. Okay, das hat man auch schon gesehen. Also das haben sie schon in einem anderen Video vorgestellt, was uns 2024 erwartet. Ich habe gehört, das soll sowas ähnliches sein wie Fall Guys, falls das wer kennt. Das ist ja das, wo man so Minispiele spielt und da scheiden nacheinander Leute aus, so wie Battle Royale. Im Endeffekt ein Battle Royale. Aber Battle Royale haben wir ja schon in Form von Steel Hunter. Ja, keine Ahnung. Werde ich mir auf jeden Fall anschauen. Aber ich frage mich immer, Wargaming wendet halt immer so viele Ressourcen auf, irgendwelche Modi ins Spiel zu bringen, die dann nie wieder auftauchen. Du spielst die Modi ein, sie sind einmal verfügbar und tauchen die nächsten Jahre nie wieder auf. Wie dieser komische Strategiemodus, den habe ich eh ausgelassen, weil ich das scheiße finde. Keine Ahnung, ich spiele World of Tanks. Wenn ich ein ATS spielen will, dann spiele ich ein RTS, also ein Strategiespiel. Da spiele ich nicht World of Tanks dafür. Also, keine Ahnung. Und ich kann mir vorstellen, dass dieser Modus auch sowas Ähnliches ist. Something very unusual and very arcade-like. We believe this work will allow us to bring you a fun game experience and see tank gameplay in a new light. Many people enjoy farming in Frontline. Da spielen and wir so gerade. do I. Now we've made it even more interesting with the dynamic scenario system. Each scenario has a set of rules that can change the course of the battle. One of the 3 scenarios is assigned at the start of the battle. All of them affect combat reserves in a different way. Standard battle means the usual frontline rules, where combat reserves have their standard cooldown time. The operational support scenario accelerates the cooldown time for all combat reserves. This means more dynamic battles and more abilities being used. Ja, wie gesagt, ist vielleicht eine unpopular opinion, aber ich finde das Standardgewicht am besten bei Frontline. Es war komplett unnötig, die anderen beiden Modi da einzuführen, meiner Meinung nach. Also, ich habe dazu auch ein Video gemacht, falls ich das wer ansehen möchte, oder falls wer Interesse daran hat, wo ich das Ganze kurz erkläre. Aber ich finde die Standardgefechte immer noch am besten. Ja, also ich brauche den anderen Scheiß da nicht, so Laune des Schicksals und der anderen Müll. Finally, the Twist of Fate scenario allows you to pick one of 2 random reserves when you reach certain ranks. It adds an element of surprise and lets you create unexpected reserve combinations. We hope the scenario system adds some zest to every battle you play. Modes and events are just part of this year's content, but that's not all. 2 new tech tree branches are coming soon. Polish tank destroyers for close combat and Czechoslovakian light tanks with autocannons. The Polish tank destroyers not. Ich glaube, der Panzer, den man im Thumbnail sieht, das ist auch. Ich glaube, das ist das tschechoslowakische Light. Also mit dem MG.
Ich glaube, das ist der. Bin mir aber nicht sicher. Only share a visual and Also der Top-Tier wahrscheinlich. tactical resemblance to the Object 268 branch, but also embody the delicate balance between armor and mobility, coupled with formidable firepower. However, some distinctive features set them apart, such as a novel mechanic. The deep rifling of their guns is tailored for a specific shell type. The closer you are to the enemy, the higher the damage. At a distance of up to 50 meters, the gun will cause maximum damage. As the distance increases, the damage... Bei den Tanks bin ich schon gespannt, was die für ein Panzerungsprofil haben. Weiß gerade nicht, ob man sich das schon anschauen kann. Ich glaube aber noch nicht. Also ich glaube, Tanks GG hat da noch keine Daten zu den Panzern. Aber die müssen ja heftig gepanzert sein. Die müssen ja mindestens am Minotauro-Level sein. Weil 49 Meter, das ist halt wirklich direkt in die Fresse. Also... Natürlich werden sie als Unterwanne einen Weakspot haben, aber die Oberwanne sollte eigentlich ziemlich heftig gepanzert sein, also der Bereich hier, weil sonst sind die Dinger ja komplett nutzlos. Weil wie soll ich sonst maximalen Damage machen, wenn ich keine Panzerung habe? Ich muss aber in 49 Meter Entfernung stehen, dass ich den maximalen Damage rausprügeln kann. At a distance of up to 50 meters, the gun will cause maximum damage. As the distance increases, the damage progressively diminishes. While these new tank destroyers may lack effect... Also das ist... Oh mein Gott. Oh mein Gott, I'm sorry. Also das hier ist wahrscheinlich ein Weak Spot. Das hier sollte richtig dick gepanzert sein. Also so richtig dick. Ja. Weil sonst sind die Dinger, naja, okay, das ist wahrscheinlich auch ein Weakspot hier, die Cupola, nehme ich an, aber das muss richtig dick gepanzert sein, sonst sind die Dinger schon bei der Einführung useless. Truly devastating in close combat. The branch begins with a 25 TP and includes 6 vehicles that gradually unveil the unique attributes and strengths of the new assault vehicles. I'd love to tell you more about Czechoslovakian light tanks, but they're currently under active development. All I can say is that they will be armed with guns with an automatic firing mode. They should definitely offer something unusual. Das heißt im Endeffekt, also sie haben noch gar kein Panzerungsmodell. Außer eben den Panzer, den man am Thumbnail sieht. Am Thumbnail sieht. Ja, wird spannend. Sehr wichtig, Fahrzeugneugewichtungen. Endlich Buffs und Nerfs. Es wird wirklich Zeit. Wann war bitte der letzte Patch, wo Wargaming die Fahrzeugparameter verändert hat? In welchem Patch wurden zuletzt Fahrzeuge gebufft oder genervt? Das ist sicher schon ein paar Monate her. Das war irgendwann letztes Jahr. Ende letztes Jahr. Oder... Ja. Also vor dem Dezember-Update, also vor dem Holiday Ops Updates noch, war das, glaube ich. Been in the game for many years, and we haven't forgotten about them. The balance department is constantly working to improve the game's quality, and they have 2 rebalances for you this year. Now we can tell. Wait. And they have 2 rebalances for. Zweimal nur? Dieses Jahr gibt es nur 2 Patches, wo Panzer gerebalanced werden. Okay. Weird. Ich dachte eigentlich mehr an so 4, 5 Patches eventuell. Also es gibt so viele Fahrzeuge, die komplett obsolet sind mittlerweile in der aktuellen Meta. Also ich bin mir nicht sicher, ob da nur 2 Patches ausreichen. Außer sie balancen da gleich 20, 30 Fahrzeuge. Kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. For you this year. Now we can tell you about the first one, which is coming this spring. The upcoming rebalance will bring... Okay, Foch B, Super Conqueror, Panzerkampfwagen 7 und der Minotauro. Wow! Oh mein Gott! 4 Panzer werden gerebalanced. Haltet euch fest. Ganze 4 Panzer. Oder werden da die Linien auch gerebalanced? Aber da steht ja, die kommende Neubalancierung betrifft 4 Fahrzeuge der Stufe 10. Okay, und ihre Zweige. Okay, also alle Fahrzeuge in diesen Zweigen werden. Okay, dann nehme ich alles zurück. Bring changes to 4 Tier 10 vehicles and their branches.
The Super Conqueror has been highly effective and hard to counter for a long time. We will keep its strengths, though planned changes. Oh, der S-Conk-Nerf ist ganz, ganz dringend notwendig. Ich hoffe nur, sie greifen nicht den KR-Navon an. Absolute Empfehlung von mir, spielt den Tier 8 KR-Navon. Richtig geiles Gerät. Und hat super niedrige Anforderungen, aber ist so wahrscheinlich der stärkste Tier 8 Tech Tree Panzer, sage ich ganz ehrlich. Will make it easier to play against. The Contra Caro 3 Minotauro is as difficult to Bei dem crack machen when sie it's sicher hull down. ein This too Panzerungsnerf. will see changes to its armor to make it easier to counter in such situations. The Panzerkampfwagen 7 has been clearly outmatched by many of its heavy counterparts. It'll receive a noticeable improvement. Alter. Ich frage mich, was sie bei dem Ding alles buffen werden. Der Panzerkampfwagen 7 hat so das Potenzial, dass er komplett overbufft wird. Also keine Ahnung. Saustarke Seitenpanzer. Also ich finde, sie sollten ihn so ähnlich machen wie den VK 7201K. Das ist ja der Tier 10 der Tier 10 Belohnungspanzer aus der Kampagne. Also das ist wie der Panzerkampfwagen 7 bloß im Besser. Genauso sollten sie ihn machen. Also mehr Alpha, bessere Panzerung am Turm, an der Unterwanne. Die Seiten sollen ein Schwachpunkt bleiben. Ist eh klar, das Ding sollte muss irgendwie gebalanced werden, aber auch die Seitenpanzer können sie buffen, aber da ist so viel also beim Panzerkampf kannst du wirklich alles buffen. Also das Ding ist ja kompletter Schrott. Wirklich kompletter Schrott. Es heizt dir alles durch, du bist langsam, du hast nur, 560 Alpha, glaube ich. Also, ja, wie gesagt, die einzige Gefahr besteht, dass Wargaming das Fahrzeug zu sehr bufft. Also überbufft. To its characteristics and become a tank for all, and not just with a niche appeal. The Foch B has very high firepower potential, but it rarely manages to fully realize it. The changes should allow this vehicle to truly shine. Ja, ich glaube, da wird ein Mobilitätsbuff reichen. Ganz ehrlich, beim Foch B. The game experience is being improved both in battle and in the garage. That's why we are preparing several updates to crew. The perk system will be changed later in this year, but improvements to all-round comfort are coming very soon. You will no longer have to increase the major qualification level of your crews. It will be replaced by crew efficiency bonus, which will show the effect of things like brothers in arms. Das ist geil. Jetzt sieht man endlich, wie sehr die Crew wirklich gebufft wird. Weil vorher war das ja nicht immer ganz klar. Es steht so dabei, was all die einzelnen Sachen, wie viel dir gebufft wird, aber wie viel jetzt tatsächlich gebufft wird, steht nicht drinnen. Gute Änderung auf jeden Fall. Or ventilation. You will be able to move any crew in a suitable tank immediately Finally. Endlich kann ich Crews auf andere Panzer setzen. Es hat so sicher irgendeinen Nachteil, aber endlich. Ja. When reassigning a crew without retraining, you won't get a penalty to vehicle dynamic characteristics. Instead, crew perks will be blocked. After retraining for free or... Okay, ja, damit kann ich leben. Also... Keine Ahnung, das stört mich jetzt weniger. Mich stört sowieso nicht, weil ich mache das mit Gold, aber als Free-to-Play-Spiel ist es sicher eine angenehme Sache. For credits, perks will work, but with reduced efficiency until the crew receives enough. Aha, okay, also ich kann Credits ausgeben, dann habe ich die Perks, also die Crewfähigkeiten, aber mit verminderter Effektivität. Okay, ist meiner Meinung nach besser als das jetzige System. Muss man Wargaming einfach so lassen. XP in its new vehicle. This system is much simpler and more player-friendly. Another long-awaited event coming up is the barracks cleanup. All crew members that don't have enough XP to train their first perk to 100% will be removed from the barracks and compensated for with crew books. These will contain as much XP as the converted tankers had. And don't worry about special crew members like... Muss ich da mal schauen, wie viele Crews ich von denen in der Garage habe. Celebrities. You will keep them.
Okay, ja. Gut, das war eh klar, dass die nicht verschwinden. A lot of content has appeared in the game over the years, and it's not always clear what you've achieved and what you still have to aim for. The new achievement system will help you with that. Eventually, it will cover many aspects of the game, but at first, it will focus on the most important one, the vehicles. This new achievement system will be of great help to tankers, both seasoned and new. Initially, there will be several sections. The first will be a record of all your researched vehicles. Okay, dann machen sie ein bisschen den World of Warcraft Approach an das ganze System. Also, dass sozusagen Erfolge kategorisiert werden nach verschiedenen Themen, Bereichen, was auch immer. Finde ich nicht schlecht. Gibt auch einen besseren Überblick, meiner Meinung nach. Also auch ein Pluspunkt. Ist es was mich nicht wirklich interessiert? Mich jetzt interessieren Achievements nicht. Außer vielleicht gewisse Medaillen oder gewisse Badges, also die, was man sich neben den Namen dann, die man sich neben dem Namen platzieren kann, dass dann jeder andere sieht, aber sonst, keine Ahnung, interessiert mich eher weniger. Habe ich auch nicht allzu viel dazu zu sagen. Different types, including rare tanks. The second will show your progress towards researching vehicles in different nations. The third will keep a record of all the customization elements you have received and can receive. There will also be a list of in-game trophies you've earned during unique game events. Achievement hunting is fun, but it's even better when you get a reward for it. For some achievements, you'll get valuable items, such as rare dog tags. Oh, geil! Seltener Dog-Tag. Seltene Hundemarken. Nice! Ja, ganz ehrlich, who cares? Also, keine Ahnung, ich finde die Hundemarken sowieso ein... Das ist wieder so ein Feature von Wargaming, da denke ich mir nur, wer hat gefragt. Aber, gut. Jedem das seine. Each achievement point adds to your progress. This will help you evaluate your overall success status and then compare it with your friends. We've got more good news for you. A trial period will soon be available for What Plus. You will be able to check out its... Damit auch noch der letzte Kritiker an WOT Plus nicht sagen kann, ey, ich hab's nicht probiert. Damit keiner sagen kann, ihr habt es nicht probieren können. Advantages for free. Gold Reserve. An additional map exclusion slot. Free demounting of equipment. Gott, ich kann mich noch erinnern, bei der Einführung von WOT Plus, als Wargame gemeint hat, das wäre eine gute Idee, dass man das Spawn-Zubehör gratis ausbauen kann damit. Oh boy. Oh boy, der Shitstorm war gewaltig. Der war so gewaltig. Ihr müsst es zwischen. Der Shitstorm war so gewaltig, dass Wargaming diese Änderung rückgängig gemacht hat am Testserver. Ich kann mich nicht erinnern, dass das einmal passiert wäre. Also, das Feedback war so negativ. Es haben sich so viele Leute aufgeregt und es ist auch Gott sei Dank nicht gekommen. Es war auch die richtige Entscheidung von Wargaming, diese Änderung nicht, also das mit dem Mount-Equipment nicht durchzudrücken. Aber es war Wahnsinn. Also, ich fand es schon geil. Man hat gesehen, okay, die Community kann wirklich was bewirken, wenn sie zusammenarbeiten. Intensive Crew Regiment and the TS-54 for... TS-54, ganz kurz nur, extrem geiler Tier 8 Panzer. Wahrscheinlich einer der stärksten auf Tier 8. Rand. Ich sag's nur. Sehr underrated. So guys, now I want to talk a little bit about the Battle Pass. First news, it's gonna happen. We have actually 3 wonderful Battle Passes prepared for you for this year. First one is actually happening in March. I can't reveal right now what kind of collaboration we are working on, but it will be very, very interesting and I hope you guys will enjoy it. The next one will be in June, dedicated to D-Day, an 80th anniversary that's actually happening this year. So we will have a dedicated Battle Pass chapter as part of the history, nice. Covering a lot of different beats regarding the D-Day or Normandy campaign. And we have a last one towards the end of the year, which I can't tease too much of right now as well. But let me tell you that it's related to a very famous game mode, and we have something really, really good cooking. A very famous game mode. Keine Ahnung. So, thank you, and I hope you will enjoy it. Game mode. 2 new Tier 9 special vehicles will be available in the Battle Pass store. The TT-130M is a Czechoslovak... Da habe ich schon was gesehen. Da wurde vor ein paar Monaten, haben sie da erste Stats veröffentlicht. Der war ganz okay, der Panzer.
ist halt ein... Es ist eine Mischung aus dem BZ-Panzer und dem VZ von den Tschechen, also den Autoloader. TT 130M. Ah, shit. Genau, das ist der Tank. 490 Alpha, 244 Durchschlag, 306 auf der Premium. Okay, das ist nice. Ist okay, sagen wir es mal so. Ekelhaft. Ekelhaft. 980 Shell Velocity auf der Standard AP. Eieiei, 1081 ist okay. Ja. Sehr starker Turm, aber schön große Cupola da oben. Also hat wahrscheinlich dasselbe Problem wie der Tier 10 VZ. Zwar super viel Feuerkraft, aber die Panzerung an sich jetzt, ja, nicht umwerfend. Power to Weight 10, oh mein Gott. Der hat eine Power to Weight von 10. Das Ding ist ja arschlangsam. Holy shit. Aber gut, dafür hat er ja die Raketenbooster. Naja, weiß ich jetzt nicht. Slovakian heavy tank with jet boosters. You'll be able to accumulate tokens for it, starting in the first season. And the new main annual reward, TS-60, is a turreted... TS-60, können wir uns auch kurz anschauen. Dev Tanks TS-60. Da gibt es nämlich auch schon erste Stats. Die können sich übrigens natürlich noch alle verändern. Das ist nur, wie soll ich sagen, ein erste Stats, also ja, so kommt. Das ist die erste Testiteration, sage ich mal. Also da kann sich noch einiges ändern. Also 258 mm Durchschlag, 320 auf der Premium-Munition. Wir haben Heat als Premium-Munition, 400 Alpha ist nice. Reload-Time ist gut meiner Meinung nach für den Alpha. 1,7 Sekunden Einsatzstock, auch sehr gut. 0,42 Genauigkeit auf 100 Meter. Fühle ich jetzt überhaupt nicht, muss ich sagen. Also ich hasse TDs oder generell Panzer mit so extrem ungenauen Kanonen. Die einzige Ausnahme sind natürlich Russen, weil Russia. Turret Traverse Angle, okay, man kann den Turm scheinbar nicht komplett drehen, also ihr könnt den Turm nicht nach hinten drehen, sondern nur wahrscheinlich so in seinem Winkel. Ja, also wie bei der Su zum Beispiel, bei der Su 130 PM. 15,15 Horsepower, also Power to Weight, ja, ist nicht schlecht, ist aber auch nicht allzu berauschend. Eine sehr gute Turmpanzerung, auch wieder sehr gute Turmpanzerung, aber wieder hier oben ein Weak-Spot. Ja, kann ich wie gesagt noch nicht so allzu viel dazu sagen. Stats sehen okay aus, wird wahrscheinlich eher ein durchschnittlicher, also jetzt rein von den Stats würde ich sagen, wird das ein durchschnittliches Fahrzeug. Ja. Es wird sicher kein Chafutur oder AE Phase 1, kann ich mir nicht vorstellen. Tank destroyer with high damage per minute. Start saving up for them in the upcoming season. Now, it will be even easier for everyone. 3 tokens from the collections will be added to the free Okay, das ist nice. 1 token for each chapter. Additionally, also mehr Token für euch Free-to-Play-Spieler da draußen. Prices of all vehicles will be systematized. Starting with the next season, you'll be able to earn Battle Pass points in the Tier 4. Also kosten jetzt dann, Moment, das habe ich jetzt nicht mitbekommen. Tokens from the collections will be added to the free progression. 1 token for each chapter. Additionally, the prices of all vehicles will be systematized. Systematized. Okay. Also die kosten alle gleich viel. Oder werden angepasst. Chapter. Additionally, the prices of all vehicles will be systematized. Was heißt denn systematisiert? Nach Season oder ach so. Also die ältesten Fahrzeuge kosten am wenigsten und je nachdem wie neu das Fahrzeug ist, desto mehr Tokens braucht man. Okay. Ich glaube, ich kapier's. Starting with the next season,
you'll be able to earn Battle Pass points in the Tier 4 and 5 vehicles. The store, in addition to crew members and 3D styles of the previous seasons, will feature 2D customization. Okay. That's all for now. Thanks for staying with us. See you in the next episode of Roadmap Highlights. Oh, nice. Ja, ein paar nette Änderungen dabei. Wie gesagt, nicht allzu, also nicht extrem krass, würde ich sagen. Die Balancing-Änderung finde ich sehr geil. Ups, sorry. Balancing-Änderungen sind sehr geil. Also, dass sie wieder das Balancing ist geil, wie sie es da machen. Man weiß ja, das Balancing-Department ist jetzt nicht so auf der Höhe wie zum Beispiel das Art-Department von World of Tanks, also die ganzen Maps designen und Fahrzeuge und so weiter. Aber ja, abwarten. Kann ich, wie gesagt, jetzt noch nicht sagen, was uns, also wie diese ganzen Änderungen sich dann ins Game einfügen werden. Aber ja, dann würde ich sagen, danke fürs Zusehen. Liken und abonnieren nicht vergessen. Aktiviert auch die Glocke, damit ihr keine Videos verpasst, wenn ich eins hochlade. Wie gesagt, wir sind jetzt gerade live auf Twitch. Schaut da gerne vorbei. Ich schaue, dass ich regelmäßig streame. Ich kann es natürlich nicht versprechen. Es ist auch so, ich gehe ja Vollzeit arbeiten. Somit, ich kann nur am Abend streamen und da auch nur eine gewisse Zeit. Aber wenn ich zocke, dann will ich gerne meine Spiele in Zukunft auch streamen. Gut, dann würde ich sagen, bis dorthin, haut rein. Ciao.